Der Traum von der einstündigen Weltreise ist nicht länger nur ein Hirngespinst. Er wird Wirklichkeit. China hat ein Hyperschall-Kampfflugzeug vorgestellt, das nicht nur Grenzen überwindet, sondern sie auch auslöscht. Stellen Sie sich ein Flugzeug vor, das so fortschrittlich ist, dass es nicht nur Mach 5 übertrifft, sondern auch die Grenzen von Geschwindigkeit und Luftkampf neu definiert. Eine Maschine, die so fortschrittlich ist, dass das, was einst für unmöglich gehalten wurde, nun Wirklichkeit wird. Aber jetzt kommt der eigentliche Schocker. Dieser Jet ist nicht nur schnell. Er hat eine verblüffende Wendung, die unsere Vorstellungen von der Zukunft der Luftfahrt völlig verändern wird. Was also macht diesen Kampfjet zu etwas ganz Besonderem? Machen Sie sich bereit für einen tiefen Einblick in Chinas bahnbrechenden Sprung in die Militärtechnologie. Dies ist eine bahnbrechende Neuerung, die Sie nicht verpassen sollten. Bahnbrechende Antriebssysteme für Hyperschalldüsen. Das Geheimnis des Hyperschallflugs liegt in seinem Antrieb, einem hochmodernen System, das mehrere Hochleistungstriebwerke zu einem einzigen, nahtlosen Kraftwerk verschmilzt und so Geschwindigkeiten ermöglicht, die bisher als unmöglich galten. Das Herzstück dieses Durchbruchs ist das chinesische Nankiang No. 1 Mutter, ein fortschrittliches Hybridtriebwerk, das Turbofan, Raketen- und Staustrahltechnologie vereint. Dieses mehrstufige Antriebssystem ermöglicht dem Flugzeug einen reibungslosen Übergang vom Unterschallstart zur Überschallbeschleunigung und schließlich den Sprung über Mach 5 in den Hyperschallbereich. Die eigentliche Neuerung ist hier die Effizienz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antrieben, die bei extremen Geschwindigkeiten immense Mengen an Treibstoff verbrauchen, ist dieses Triebwerk auf maximale Leistung bei minimaler Energieverschwendung ausgelegt. Durch strategisches Umschalten zwischen den Antriebsarten in den verschiedenen Flugphasen wird der Treibstoffverbrauch optimiert, während die rasante Geschwindigkeit beibehalten wird. Die Aufrechterhaltung einer Geschwindigkeit von Mach 6 und darüber hinaus ist jedoch mit enormen technischen Herausforderungen verbunden. Die größte davon ist die Beherrschung der extremen Hitze und des Drucks, die die strukturelle Integrität des Flugzeugs gefährden könnten. Die Vielseitigkeit des Muttertriebwerks zeigt sich in seinem dynamischen Betrieb. Beim Start setzt es auf Turbofans, die für niedrigere Geschwindigkeiten die effizienteste Wahl sind. Sobald das Flugzeug die Schallmauer durchbricht, schaltet sich das Raketentriebwerk ein und liefert den nötigen Schub, um Mach 3 zu überschreiten. Wenn der Strahl Hyperschallgeschwindigkeiten erreicht, übernehmen Staustrahltriebwerke oder Scramjets die Aufgabe, die Überschallströmung zur Erzeugung von Vortrieb zu nutzen, ohne dass herkömmliche rotierende Kompressoren erforderlich sind. Dieser Übergang zwischen den Triebwerksmodi muss fehlerfrei erfolgen. Jede Fehleinschätzung der Luftströmungsdynamik kann zu Turbulenzen, Triebwerksausbrüchen oder katastrophalen Ausfällen führen. Die Entwicklung eines Antriebssystems, das mit diesen extremen Bedingungen zurechtkommt, ist keine Kleinigkeit. Die Form des Flugzeugs selbst, von den Lufteinlässen bis zu den Auslassdüsen, muss sorgfältig entworfen werden, um Störungen der Luftströmung zu bewältigen, die den Flug destabilisieren könnten. Turbulenzen bei Hyperschallgeschwindigkeiten sind nicht nur lästig, sondern ein potenzielles Todesurteil für den Jet und seinen Piloten. Um dem entgegenzuwirken, experimentieren die Ingenieure mit revolutionären Materialien und Kühlsystemen, die Temperaturen standhalten können, die heißer sind als geschmolzene Lava. Aber selbst wenn diese technologischen Hürden überwunden werden, stellt sich eine noch größere Frage: Wie nachhaltig sind Hyperschalltriebwerke? Die Reise mit Mach 6 erfordert einen immensen Energieaufwand, der große Hitze erzeugt und große Mengen an Treibstoff verbraucht. Ohne Durchbrüche bei der Treibstoffeffizienz und bei alternativen Energiequellen könnte der Hyperschallflug eine exklusive Domäne für militärische Anwendungen und hochriskante Missionen bleiben und nicht für den alltäglichen Verkehr. Die Zukunft der Hyperschallluftfahrt hängt nicht nur vom Antrieb ab, sondern auch von der Integration dieser Jets in eine Welt, die derzeit nicht für sie ausgelegt ist. Von der Infrastruktur bis zur Luftverkehrskontrolle muss alles weiterentwickelt werden, um Geschwindigkeiten zu ermöglichen, die den Interkontinentalverkehr auf wenige Minuten verkürzen könnten. Die spannendste Möglichkeit ist jedoch, dass diese Technologie das Sprungbrett zu etwas noch Größerem sein könnte. Stehen wir mit Hyperschallgeschwindigkeiten, die an die Grenzen des Weltraums heranreichen, am Rande einer neuen Ära der Luftfahrt, einer Ära, in der der Himmel nicht mehr die Grenze ist? Ein Wendepunkt im Flugverkehr. Chinas Erfindung des Nankang No.
1 eines Hyperschallflugzeugs mit Mach 6 hat das Zeug, den Luftverkehr selbst zu revolutionieren. Obwohl Überschallflugzeuge wie die Concorde bereits Wellen in der kommerziellen Luftfahrt geschlagen haben, geht die Nancang No. 1 noch ein paar Stufen höher und durchbricht alle Grenzen von Geschwindigkeit, Technologie und Effizienz. Das Konzept eines Jets, der in weniger als einer Stunde von New York nach London fliegt, klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber China beweist, dass solche Realitäten nicht mehr nur Science Fiction sind. Diese Innovation wird voraussichtlich die Art und Weise, wie wir internationale Reisen wahrnehmen, revolutionieren und es den Passagieren ermöglichen, in wenigen Minuten um die ganze Welt zu reisen, was möglicherweise das gesamte Geschäftsmodell der Fluggesellschaften umgestalten wird. Diese Innovation stützt sich auf mehrere technologische Elemente. WEZ-B, das hochspezialisierte Antriebssystem im Kern des Jets, das mehrstufige Antriebssystem, in dem Turbofan, Rakete und Staustrahltriebwerk integriert sind, hat den Vorteil eines nahtlosen Übergangs von Unterschall- zu Hyperschallgeschwindigkeiten, ohne Kompromisse bei Effizienz oder Leistung. Dennoch zeichnen sich am Horizont einige große Herausforderungen ab. Abgesehen von den mechanischen Schwierigkeiten ist der Flug des Strahls mit solch phänomenalen Geschwindigkeiten, bei dem übrigens Temperaturen von 2500 Grad Celsius entstehen, ein Hauptaspekt bei der Planung seiner praktischen Anwendbarkeit für eine breite kommerzielle Nutzung. Ob diese Systeme den Belastungen von Routineflügen mit langer Flugdauer standhalten können, ist eine der wichtigsten Fragen, die sich Forscher und Ingenieure bei der Weiterentwicklung des Jets stellen. Der Hyperschallflug hat zwar das Potenzial, die Reisezeiten erheblich zu verkürzen, doch müssen noch einige logistische und wirtschaftliche Hürden überwunden werden, damit sich diese Technologie durchsetzen kann. Erstens würden die Entwicklungs-, Betriebs- und Ticketkosten Hyperschallflüge für die meisten Reisenden zunächst unerschwinglich machen. Mit einer Kapazität von nur etwa 10 Sitzen wird die Nancang No. 1 wahrscheinlich auf das Luxussegment ausgerichtet sein, in dem gut betuchte Einzelpersonen oder Gruppen für solche hochmodernen Flüge Geld ausgeben könnten. Aber könnte die Entwicklung dieser Jets das Interesse der Menschen an preisbewussten Hochgeschwindigkeitsreisen in der Zukunft wecken? Ob der Hyperschallverkehr die Blase des Luxusmarktes überwinden kann, wird zu einem großen Teil von der Fähigkeit abhängen, die Kosten durch Innovation und Massenproduktion zu senken. Ein weiteres Problem bei Hyperschallreisen sind die Umweltkosten, da Hyperschallfahrzeuge enorme Mengen an Treibstoff verbrauchen, um sich mit Mach 6, der 6-fachen Schallgeschwindigkeit, fortzubewegen, könnte der Preis für die Umwelt sehr hoch sein, insbesondere angesichts der zunehmenden Besorgnis über den CO2-Fußabdruck und die globale Erwärmung. Können Hyperschallflugzeuge ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit herstellen? Dies wird wahrscheinlich eine der wichtigsten Variablen sein, die darüber entscheidet, in welchem Umfang solche Flugzeuge in Zukunft eingesetzt werden. Darüber hinaus könnte die Lärmbelastung, die diese Flugzeuge bei solchen Geschwindigkeiten verursachen, zu neuen Vorschriften und Einschränkungen führen, insbesondere in bewohnten Regionen. Während China und andere Länder um die Weiterentwicklung der Hyperschalltechnologie konkurrieren, muss die Aussicht auf schnellere internationale Reisen gegen ökologische und regulatorische Faktoren abgewogen werden. Werden die Vorteile des Hyperschallflugs die derzeitigen Herausforderungen übertreffen? Oder werden diese technologischen Wunder weiterhin ein elitäres Transportmittel für wenige Privilegierte sein? Punkt zur Raumfahrt. Point to Space Travel, bei dem Verkehrsflugzeuge für kurze Zeit die Atmosphäre verlassen, bevor sie zur Erde zurückkehren, um die Reisezeit erheblich zu verkürzen, ist ein futuristischer Fortschritt in der Luftfahrt. Das Konzept sieht vor, dass sich die Reisenden in die Erdatmosphäre begeben, wo sie einen Teil der Reise mit Hyperschallgeschwindigkeit zurücklegen und so die herkömmlichen Flugrouten vermeiden. Theoretisch könnte ein Flug von New York nach London auf weniger als eine Stunde verkürzt werden. Aber so verlockend das Versprechen auch ist, es gibt viele Probleme zu überwinden. Eines davon ist die Frage, ob die derzeitige Luft- und Raumfahrttechnik einen solchen Wechsel vom traditionellen Flug zu einer weltraumähnlichen Umgebung sicher und praktisch genug für den Massenmarkt machen kann. Sind der derzeitige Sicherheitsrahmen und die Sicherheitspolitik den Anforderungen solcher Hochgeschwindigkeitsflüge gewachsen? Das Herzstück der Punkt zur Raumfahrt ist die Kombination mehrerer Antriebssysteme. Bei der bestehenden Hyperschalltechnologie wird eine Mischung aus Turbofans,
Raketenmotoren und Staustrahltriebwerken eingesetzt, um Extreme-Geschwindigkeiten zu erreichen. In Bezug auf die Raumfahrt stellt sich jedoch das Problem, wie das Flugzeug über die Atmosphäre gehoben werden kann, bevor es in die Hochgeschwindigkeitsphase des Fluges eintritt. Wären solche Systeme in der Lage, die plötzliche Beschleunigung und die hohen Temperaturen zu bewältigen, die in solchen Höhen auftreten? Erschwerend kommt hinzu, dass völlig neue Flugdynamik- und Flugbahnrichtlinien entwickelt werden müssen, um diese Höhenflugrouten zu unterstützen. Obwohl erste Tests die Machbarkeit des Weltraumtourismus bewiesen haben, erfordert ein kommerzielles Punkt-zu-Raum-System Planung und Investitionen, um es für den routinemäßigen Passagierverkehr nutzbar zu machen. Dann ist da noch die Frage der Infrastruktur. Hyperschallflugzeuge für Punkt-zu-Punkt-Raumflüge benötigen spezielle Start- und Landeanlagen, die solche modernen Flugzeuge sicher tragen können. Die bestehenden Flughäfen können die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und die Höhe, die diese Flugzeuge erreichen werden, einfach nicht bewältigen. Wie wird sich die Flughafeninfrastruktur verändern müssen? Außerdem sind die bestehenden Luftraumbestimmungen, insbesondere in der Nähe von bewohnten Gebieten, nicht für die Gefahren ausgelegt, die mit solchen Hochgeschwindigkeitsflügen verbunden sind. Raumfahrtzentren könnten, ähnlich wie die Raumfahrtzentren des kommerziellen Weltraumtourismus, zu einem neuen Aspekt des Verkehrs werden. Die Einrichtung dieser neuen Verkehrszentren würde einen beträchtlichen Regulierungsaufwand zwischen den Ländern mit sich bringen, der eine völlig neue Branche in der Luftfahrt schaffen könnte. Wärmebeständigkeit und Werkstoffinnovation. Da der Hyperschallflug die Grenzen von Geschwindigkeit und Höhe immer weiter hinausschiebt, besteht eine der größten technologischen Herausforderungen darin, die enormen Wärmemengen zu bewältigen, die während des Fluges entstehen. Wenn ein Flugzeug mit Geschwindigkeiten über Mach 5 fliegt, entsteht beim Durchschneiden der Luft eine enorme Reibung, die die Oberflächen auf extreme Temperaturen aufheizt. Bei den Geschwindigkeiten von Chinas Nankang Norman 1 Jets werden Temperaturen von über 2500 Grad Celsius erreicht. Eine Temperatur, die weit über die Hitzebeständigkeit der derzeit in der Luftfahrt verwendeten Metalle hinausgeht. Hier kommt die Materialinnovation ins Spiel, um Hyperschallflugzeuge möglich zu machen. Können bestehende hitzebeständige Werkstoffe für solch hohe Temperaturen über einen längeren Zeitraum verwendet werden? Oder sind neue Materialentwicklungen erforderlich? Es ist schnell genug, um in nur 2 Stunden von Peking nach New York zu fliegen. Eine der wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Hitzebeständigkeit für den Hyperschallflug ist die Verwendung von Keramikmatrix-Verbundwerkstoffen, CMC. CMCs werden bereits in der Luft- und Raumfahrt und in Hochleistungsmotoren eingesetzt, wo sie die nötige Festigkeit und Hitzebeständigkeit bieten, um die Struktur des Flugzeugs vor starker Hitze zu schützen. Im Gegensatz zu Metallen können CMCs ihre Festigkeit und Integrität bei Temperaturen beibehalten, die Metalle wie Aluminium oder Stahl schmelzen würden. Das Problem besteht jedoch nicht nur darin, dass das Material der Hitze standhält, sondern auch in seinem Gewicht und seiner Leistung. Die Ingenieure müssen abwägen zwischen der Leichtigkeit der Materialien und ihrer Fähigkeit, die Wärme effizient abzuleiten, ohne die Gesamtleistung des Flugzeugs zu beeinträchtigen. Doch selbst bei hochentwickelten Materialien wie CMCs stellt sich die Frage, wie diese Materialien den besonderen Belastungen des Hyperschallflugs standhalten werden. Die Temperaturgradienten und Druckschwankungen beim Start, Flug und bei der Landung können diese Materialien extremen Belastungen aussetzen. CMCs können zwar hohen Temperaturen standhalten, aber wie verhalten sie sich bei plötzlicher Beschleunigung und Abbremsung, insbesondere bei den Geschwindigkeiten, die für Punkt-zu-Raum-Flüge oder Hyperschallflüge mit langer Lebensdauer erforderlich sind? Angesichts dieser Unbekannten ist es umso wichtiger, dass die materialwissenschaftliche Forschung fortgesetzt wird, da die Zuverlässigkeit dieser Werkstoffe entscheidend für den Erfolg und die Sicherheit des Flugzeugs sein wird. Da der Wettbewerb um den Hyperschallflug im Gange ist es interessant zu erahnen, wie Werkstoffinnovationen möglicherweise andere Aspekte der Luft- und Raumfahrt revolutionieren könnten. Könnten solche fortschrittlichen Werkstoffe über die kommerzielle und militärische Luftfahrt hinaus auch in der Raumfahrt eingesetzt werden? Sie b. in wiederverwendbaren Raumfähren oder in Raumfahrzeugen, die den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre überleben sollen? Mit den Fortschritten in der Werkstofftechnik wächst das Potenzial, das nicht nur in der Luftfahrt, sondern auch in anderen Hightech-Anwendungen, die eine extreme Hitzetoleranz erfordern, wie b. in der Energieerzeugung und in Fertigungstechnologien der nächsten Generation,
einen Durchbruch ermöglichen könnte. Der Beitrag der Materialwissenschaft zur Zukunft des Hyperschallflugs und darüber hinaus ist unbestreitbar. Ökologische Herausforderungen des Hyperschallflugs. Hyperschallflugzeuge verschieben zwar die Grenzen von Geschwindigkeit und Effizienz, werfen aber auch erhebliche Umweltbedenken auf, die für eine breite Einführung berücksichtigt werden müssen. Diese Flugzeuge, die Geschwindigkeiten jenseits von Mach 5 erreichen können, werden immense Mengen an Treibstoff benötigen, um diese hohen Geschwindigkeiten aufrechtzuerhalten, was ihre CO2-Bilanz erheblich verbessern könnte. Gegenwärtig wird der Treibstoff für Hyperschallflüge wahrscheinlich deutlich höher sein als der für herkömmliche Verkehrsflugzeuge oder sogar für Überschallflugzeuge wie die Concorde. Der höhere Treibstoffbedarf und die fehlende Infrastruktur für eine nachhaltige Treibstoffproduktion werfen die entscheidende Frage auf: Wie kann der Hyperschallflug angesichts des weltweit zunehmenden Klimawandels umweltverträglich werden? Der ökologische Fußabdruck des Hyperschallflugs geht über den Treibstoffverbrauch hinaus. Diese Flugzeuge müssten hoch fliegen, wo sie die Ozonschicht unverhältnismäßig stark beeinträchtigen könnten. Die Gase, die in dieser Höhe ausgestoßen werden, könnten sich mit der oberen Atmosphäre in einer Weise verbinden, die sich als schädlich für die Erhaltung der Ozonschicht erweisen würde. Außerdem sind die Geschwindigkeiten, mit denen diese Düsen arbeiten, mit über 2500 Grad Celsius so hoch, dass sie zusätzliche Probleme verursachen könnten, wie Partikel-Emissionen, die zur Luftverschmutzung beitragen. Dies stellt sowohl für Ingenieure als auch für Umweltwissenschaftler eine große Herausforderung dar. Werden wir in der Lage sein, alternative Antriebsmechanismen oder Kraftstoffe zu entwickeln, um die Umweltkosten der Hyperschallfahrt zu senken, oder wird sie letztlich für eine kommerzielle Massenanwendung nicht tragbar sein? Ein weiteres dringendes Umweltproblem ist die Lärmbelästigung. Hyperschallflugzeuge werden enorme Schallwellen erzeugen, die deutlich größer sind als die von Überschallflugzeugen erzeugten. Diese Schockwellen könnten nicht nur für die Gemeinden entlang der Flugroute, sondern auch für Ökosysteme und die Tierwelt schädlich sein. Im Gegensatz zu Verkehrsflugzeugen, für die in einigen Gebieten bereits strenge Vorschriften für die Lärmbelästigung gelten, werden für Hyperschallflugzeuge wahrscheinlich noch strengere Lärmvorschriften gelten. Die Möglichkeit, dass das Leben der Anwohner entlang der Flugrouten durch Schallwellen beeinträchtigt wird, kann zu weitreichendem Widerstand in der Öffentlichkeit führen und die Masseneinführung dieser Technologie behindern. Werden Technologien zur Lärmreduzierung in der Lage sein, dem eingebauten Problem der Hyperschallgeschwindigkeiten entgegenzuwirken, oder wird dies den Einsatzbereich von Hyperschallflügen einschränken? Darüber hinaus ist der weltweite Rechtsrahmen für Hyperschallflüge noch nicht ausgereift, was die Fortschritte in diesem Bereich einschränken könnte. Regierungen und internationale Organisationen werden entscheiden müssen, wie sie den ökologischen Fußabdruck von Hyperschallflugzeugen durch neue Regeln für Treibstoffeffizienz, Emissionen und Lärmbelästigung kontrollieren können. Die derzeitigen Luftfahrtvorschriften sind noch nicht auf die beispiellosen Geschwindigkeiten und Umwelteinflüsse vorbereitet, die Hyperschallflugzeuge mit sich bringen werden. Wie werden die Staaten zusammenarbeiten, um allumfassende Normen für den Hyperschallflug zu schaffen? Und können solche Vorschriften die Umweltbelange mit den technologischen Erfordernissen dieser neuen Generation von Flugzeugen in Einklang bringen? Diese Umweltaspekte werden ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung sein, ob der Hyperschallflug ein machbares, nachhaltiges Mittel für die Zukunft der Luftfahrt ist. Die ökologischen Herausforderungen des Hyperschallflugs könnten nur die Spitze des Eisbergs sein. Was wäre, wenn diese bahnbrechende Technologie zu einer völlig neuen Ära des Luxusflugverkehrs führen würde? Der exklusive Markt für Hyperschallflugreisen. Da Hyperschallflugzeuge wie das Nankiang No einst neue Wege im Luftverkehr beschreiten, besteht kaum ein Zweifel daran, dass sie das Potenzial haben, den Luftfahrtsektor zu revolutionieren. Aufgrund ihrer hohen Kosten und der eingeschränkten Möglichkeit, Passagiere zu befördern, sind sie jedoch, zumindest kurzfristig, nur für einen Nischenmarkt interessant. Mit einer Kapazität von nur etwa 10 Personen sind diese Flugzeuge kaum kommerzielle Flugzeuge, die Hunderte von Passagieren auf einmal befördern können. Diese begrenzte Kapazität und die enormen Kosten für die Entwicklung und Wartung solcher Flugzeuge bedeuten, dass Hyperschallflüge in absehbarer Zukunft wahrscheinlich nur im Luxussegment zu finden sein werden. Die Frage ist also, wer in der Lage sein wird, diese nächste Generation des Reisens zu bezahlen
Und wie wird dieser neue Markt die Zukunft der Luftfahrt definieren? Für die finanziell abgesicherte Elite, die Regierungselite und Unternehmen, die es sich leisten können, zu investieren, werden Hyperschallflüge zu einem Leuchtturm technologischer Spitzenleistungen werden, der unvergleichliche Geschwindigkeit und Luxus bietet. Der Nervenkitzel. In weniger als einer Stunde von New York nach London zu fliegen, wäre für Geschäftsleute und sehr vermögende Privatpersonen, die die Beschleunigung und den Premium-Status schätzen, äußerst attraktiv. Mit der Verbesserung der Technologie und der Erzielung von Skaleneffekten könnten die Kosten pro Flug im Laufe der Zeit jedoch sinken und vielleicht einem breiteren, wenn auch immer noch gehobenen Marktplatz machen. Ein weiteres Problem des Hyperschallfluges ist, dass diese Flugzeuge wahrscheinlich hauptsächlich für Missionen mit hoher Priorität eingesetzt werden, einschließlich Regierungs- oder Militäraufträge, die eine hohe Rendite in Form von verbesserter Effizienz und strategischer Position bieten würden. Dieses angeblich für Chinas Luftwaffe entwickelte Flugzeug könnte eine große Bedrohung für Militärflugzeuge weltweit darstellen. Für militärische Zwecke, wie die schnelle Verlegung von Truppen oder Aufklärungsmissionen, könnte es sich lohnen, Geld für diese Spezialflugzeuge auszugeben. Auch der hochwertige Frachtverkehr könnte auf ähnliche Hightech-Flugzeuge zurückgreifen, bei denen die Kapazität gegenüber der Geschwindigkeit zweitrangig ist. Mit der Weiterentwicklung der Technologie könnte der Hyperschallflug schließlich auch kommerziell im Tourismus oder sogar in der privaten Raumfahrt genutzt werden. Da der Bedarf an effizienteren und schnelleren Flugreisen zunimmt, könnte sich die Nischenqualität dieses Marktes verändern. Der Markt für Hyperschallflugreisen wirft mehrere Fragen auf breiterer Ebene auf. Wie werden die bestehenden Fluggesellschaften mit der Aussicht konkurrieren können? Dass sie praktisch sofort die ganze Welt umrunden können? Wird der technologische Fortschritt in der Hyperschallluftfahrt die bestehenden Luftfahrtunternehmen zu Innovationen anregen oder sogar die Gründung neuer Anbieter, die sich ausschließlich dem Hochgeschwindigkeitsflug widmen? Auslösen? Werden sich die Regulierungsbehörden ändern, um diese neue Kategorie von Flugzeugen zu unterstützen? Und wenn ja, wie könnten sie den internationalen Flugverkehr neu definieren? Angesichts der Entwicklung der Hyperschalltechnologie wird der erste Markt von den reichsten Passagieren bedient werden. Es ist jedoch denkbar, dass Fortschritte bei der Herstellung und der Treibstoffeffizienz die Kosten irgendwann senken werden, sodass diese Flugzeuge in neue Märkte eindringen können. Der elitäre Charakter des Hyperschallflugs wird vielleicht nur von kurzer Dauer sein. Aber im Moment ist er eine spannende und hochwertige Nische auf dem Luftfahrtmarkt. Globaler Machtkampf um die Vorherrschaft im Hyperschallbereich. Beim Wettlauf um die Hyperschalltechnologie geht es nicht nur um Innovation, sondern auch um die Gestaltung der Zukunft des globalen Verkehrs, der Verteidigung und des wirtschaftlichen Einflusses. Auf der ganzen Welt treiben Nationen die Grenzen des Hochgeschwindigkeitsflugs voran, wobei Chinas Nankang-no, der chinesische Hyperschalljet Nankang-no, 1 macht Schlagzeilen, weil er sich Geschwindigkeiten von Mach 6 nähert. In der Zwischenzeit signalisieren die Fortschritte in den Vereinigten Staaten, Russland und anderen führenden Luft- und Raumfahrtnationen einen grundlegenden Wandel in unseren Vorstellungen von Mobilität und Sicherheit. Doch was bedeutet dies für die Zukunft? So wie Überschallflugzeuge einst den Luftverkehr neu definierten, könnten Durchbrüche in der Hyperschalltechnik Branchen von der kommerziellen Luftfahrt bis zur Weltraumforschung verändern. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Kontinente in weniger als einer Stunde überqueren oder nahtlos zwischen atmosphärischem Flug und erdnaher Umlaufbahn wechseln. Das Potenzial ist atemberaubend, nicht nur für nationale Programme, sondern auch für Innovationen im Privatsektor. Neben der Geschwindigkeit hat die Technologie, die den Hyperschallflug ermöglicht, weitreichende Auswirkungen. Hochgeschwindigkeitsflugzeuge und Antriebssysteme der nächsten Generation könnten zu neuen Durchbrüchen in der Materialwissenschaft, Aerodynamik und Treibstoffeffizienz führen. Diese Entwicklungen werden nicht nur den Hochgeschwindigkeitsverkehr verbessern, sondern könnten auch auf die normale Luftfahrt übergreifen und kommerzielle Flüge schneller, sicherer und energieeffizienter machen. Angesichts der rasanten Fortschritte, die sich am Horizont abzeichnen, stellt sich die Frage, wie schnell wird die Hyperschallfahrt für die Welt Realität werden? Wird die globale Zusammenarbeit die Entwicklung vorantreiben? Oder wird der Wettbewerb den Fortschritt in unerwartete Richtungen treiben? Eines ist sicher, die Zukunft des Fliegens wird sich für immer verändern. Was denken Sie? Wird die Hyperschallfahrt die nächste große Revolution in der Luftfahrt,
Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie über die neuesten technischen Innovationen auf dem Laufenden bleiben möchten, vergessen Sie nicht, es zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit Sie keine Aktualisierung verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.